spare ones have all got the same head. Erzähl mal schön. Als erstes reißen wir die ganze alte Scheiße raus und dann bauen wir unsere richtige Küche ein. Aber die Schrauben können wir noch gut gebrauchen. Auf jeden Fall. Ja, wir haben uns ein größeres Auto geholt und wie ihr seht, ist es schon umgebaut, aber nur mit einer Single Mattress und das Ganze wollen wir jetzt so ausbauen, dass wir hoffentlich den Self-Contained Sticker kriegen. Dafür müssen wir ein paar Kriterien erfüllen und die versuchen wir jetzt hier einzubauen. Aufregend! Möchtest du es nicht mehr ausmessen? Nochmal bitte. Möchtest du es nicht mehr erstmal ausmessen? Ich habe eine Markierung gemacht. Ah, okay. Also, wir haben jetzt die Platte hier angeschnitten. Hier die Ecken abgerundet. Damit das hier weiter nach vorne passt. Und Thibaut macht jetzt hier die Halterung dran. Und wir haben rausgefunden, dass wer immer hier Vorbesitzer war, den Teppich rausgerissen hat, um dann einen Grasteppich draufzulegen, was ultra hässlich ist, aber naja. Stolz wie Oskar. Das sieht doch schick aus und ziemlich gerade sieht es auch aus. Ja, brauchen wir eigentlich die Beinchen nicht mehr, ne? Schon fast nicht mehr. Das hier wird unsere neue Spülschüssel. Da müssen wir gleich noch ein Loch reinmachen. Wollen wir die haben? Wollen wir die hier haben? Wir müssen ein bisschen gucken. Hier wäre es schon praktischer, weil dann Ja. kann hier der Wasserkanister und hier der andere sein, ne? Vor allem müssen wir auch gucken mit den Armen hier, wenn du dann am Spülen bist, dass du nicht die ganze Zeit hier drankommst, oder? Ja, rate mal, wer spülen wird. Okay, bevor du das jetzt einzeichnest, halte mal, damit ich es testen kann. Also, wenn ich hier spüle, dann kommt mein Ellenbogen hier gegen die Seite. Das ist ganz schön nervig. Ja, also weiter rüber. Hier. Ja, das ist besser. Ich sag nur, das ist halt viel verschwendeter Ja, Platz. total. Sagst, da muss mein Ellenbogen halt dran glauben. Ja, okay, hier ist okay. Do you want some Teflon rope? Oh, that would be great. And then put it around here, right? Yeah. Like this. Yeah, and just then- nail it in. Just tack it in or glue it in. Thank God for James. He's our joker. Like this. I've never seen that before. Is that fireproof, common thing to do? No, No. not really. Because that's for a It's- forge. Yeah, Okay. it's good for improving. Improve. It does look fancy though. And then Yeah, now it'll be nice and soft as well on your little Yeah. hands. Yeah. Yeah, that looks nice. And then also we have more space down here because it kind of lifts it up, yeah. Because this thing is gonna hang down here as well. I'll see if I can find some tacks. so it's Hat noch mal so gerettet. ja. Aber ich zu schnell. Ich habe außenrum an der Schale gezeichnet, die Strategenie. Ich wollte noch ein Ende schneiden. Looks like something we can work with. Could be. Could be. You have a hole. At Yeah, least. no. At least.
We have the rest here. Gonna be work, I think. Ja. Wir haben es geschafft. Das Silikon ist dran. Jetzt wird das Bett geriegelt. Sollen wir die direkt so hochschrauben, dass die immer so bleiben? Ja, ich weiß nicht, wenn wir die runter machen können, können wir uns immer noch so hinsetzen, ne? Mhm. Dann können wir die auch einfach so lose da drinnen lassen, theoretisch, oder? Ja. Und wenn wir die dann brauchen, dann benutzen wir die einfach. Ja. Sind die denn auf einer Höhe? Ungefähr. Ja, wenn die Matratze drauf ist halt, ne? Ja. Können wir die halt immer so benutzen, wenn wir die gerade brauchen. Ist das ein Problem hier? Nö. Also nicht für mich. Ja. Wir können die aber auch abschleifen mit dem Grinder noch. Aber dann kann sein, dass das Weiße halt hässlich aussieht. Nee, lass es. Ja. So, das ist unsere Lösung für ein größeres, für eine größere Matratze. Hier sind diese Klappen und hier bauen wir dann einfach die Stützen drunter. Und wenn wir irgendwo weiterfahren, dann machen wir die weg und die Klappe fällt runter. Und dann können wir hier sitzen. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen aufgeräumt und sortiert. Die Sachen hier werde ich alle noch spülen. Das hier werde ich noch waschen. Die Matratze werde ich mal unseren Nachbarn anbieten. Die haben nämlich Kinder und die kommen manchmal vorbei. Vielleicht können die ja gebrauchen. Und dann muss ich hier auf jeden Fall auch sauber machen. Hier ist es nämlich unfassbar dreckig. Und dann können wir bald schon losdüsen. So, ich habe jetzt gerade die Wassercontainer abgeholt. Das sind 25 Liter. Und der Container wird für das Abwasser sein. Da müssen wir aber nochmal gucken, wie wir das hinkriegen, weil wie ihr sehen könnt, ist die Öffnung größer als hier der Abfluss. Und wir wollen nicht, dass hier die ganze Zeit das Wasser drin stehen bleibt. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Hier haben wir noch unsere Kühltruhe. Die habe ich auch aus dem Hostel umsonst bekommen. Ist ganz praktisch. Und hier der Kanister ist für das Frischwasser. Da kommt dann dieser Schlauch hier rein, der führt dann hier oben zu dem Ding und dann muss man hier oben auf Play drücken oder Power drücken und dann läuft hier das Wasser raus. Eigentlich ganz cool. So, und weil das Ganze hier ultra dreckig ist, bin ich jetzt gerade beim Car Wash und werde versuchen, das Auto sauber zu machen. Vor ein paar Tagen das Auto umgebaut oder angepasst, sagen wir mal so. Wir müssen allerdings noch die Matratze zurechtschneiden und das werde ich heute machen. Das gute Ding hier ist nämlich gerade viel zu groß. Ich habe schon eingezeichnet, da drin sieht man es ganz gut, wo wir die abschneiden müssen. Und dann passt sie hoffentlich hier rein.
drin, passt perfekt. Wir rollen die letzten Körbe ins Auto. Hier ist noch unser Müll. Da steht er. Fertig gepackt. Wie gemütlich! Hier unten sind all unsere Sachen drin, mit System zusammengeräumt, sogar unser Longboard. Und jetzt kommen die letzten Körbe rein mit unseren Hygieneartikeln. Und unserem Essen. Schon mal Goodbye zum Self-Contained sagen. Ja. Goodbye. Na, jetzt müssen wir noch den Wassercontainer auffüllen. So sieht es hier hinten aus. Das ist unser neues Wohnmobil. Das ist jetzt unser Leben. Halt mal, damit ich mal schaue, wo wir heute hinfahren. Aufregend, Wir sind jetzt gerade noch in Oakland vor einem Supermarkt, New World. Und ich war schon auf der öffentlichen Toilette. Und wir waren im Supermarkt und haben das Sparprogramm gemacht für unser Frühstück. So sieht unser Leben jetzt aus. Alles im Auto. Da sitzen sie, die reichen Menschen, und frühstücken hier $9 Baguette, während wir hier im Auto sitzen. Und unser $8 Frühstück gönnen. Das ist $1. Alles wird geteilt. Keiner kriegt mehr alleine einen Kaffee. Es gibt nur noch einen Teilkaffee. Ja, das ist es jetzt. Das ist die harte Realität. Wir haben genug Geld, aber wir müssen ja damit nicht pressen. Ja, vor allem die paar Sachen jetzt hier, die haben trotzdem $50 gekostet. Ja, da waren $10 schon der Dosenöffner alleine. Das sind aber auch alles, ne? Value. Gut und günstig. Günstig, scheiß Orangen hier. Die sind für später. Zack, das. So sieht's jetzt aus. Eigentlich brauchen wir hier noch eine Halterung für die GoPro. Haben wir doch sogar. Ja, hätten wir. Haben wir. Oh, das wird so cool. Und die Welt haben wir auch hier mitgenommen. Das ist unser Oyster. Dankeschön. 100. Wir sind angekommen in Raglan. Und das ist der Campingplatz für diese Nacht. Ziemlich leer. $15. Wir stehen ganz am Zaun. Und da drüben Das ist Meer. ist das Meer. Wir arbeiten uns langsam vor. Echt, ja. Sobald wir jetzt Self-Contained-Sticker haben, können wir auch einfach so am Strand schlafen. Geil. Das kann aber was dauern, bis wir das hinkriegen. Wir haben auch ein paar Sachen über Harald festgestellt. Harald, unser Auto, fährt nicht so gerne über 100 km/h. Ich fährt allgemein nicht gerne über 80. Ja, wir sind jetzt also die langsam fahren und dann auf die Slow Lane Bay müssen, damit andere die Schlange hinter uns, die sich gebildet hat, überholen kann. Ja, und wir sind angekommen. Zum Glück. Jetzt geht das Camperleben los. Das ist unser Bett. Natürlich gemütlich sieht das bitte aus.
mit unserer Lichterkette hier, die Timo schon am Arsch gemacht hat. Leuchtet Shame. aber noch zu 80%. Ja, und zum Glück haben wir nur eine zweite. Und da hinten ist unsere süße Küchenzeile. Natürlich waren hier schon ein paar Deutsche.